Hey Internet und YouTube und willkommen zurück zu einem weiteren Part zu dem Spiel Genshin Impact. Heute ist Dienstag, ich habe wieder Bock. Diesmal werden wir den Stream aber ein bisschen kürzer halten. Ich werde mich heute nur mit dem Rest der Event-Storyline befassen, also sprich dem Rest des Laternenrituals, ja, natürlich. British Accent. Ich werde mich nur mit dem Rest des Laternenrituals befassen. Und mit den dafür vorgesehenen oder mit den dazugehörigen Event-Quests, Aufgaben, Modis, damit wir das Ganze dann auch dementsprechend abschließen können. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall Bock. Mal gucken, wie es wird. Bis circa knapp 20 Uhr habe ich Zeit, also ungefähr, ja, Osmanthus wine tastes the same as I remember. fast 1,5 Stunden. But where are those who share? Das sollten wir hinkriegen. Wie gesagt, die Event-Quests werde ich erstmal hier durchrackern. Memory. Beziehungsweise die Haupt-Event-Quest. Dann natürlich die kleinen Zeitdinger, also die Mehrspieler-Modis, beziehungsweise Einzelspieler-Modis. So, hier, das Nachspiel. Das machen wir als nächstes, aber jetzt gehen wir erstmal hier rumgucken. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots. Gut, da haben wir hier Nummer 3 und Nummer 4 kommt demnächst. Mal gucken, vielleicht mache ich das auch noch. Streame ich das Ganze noch? Ich weiß es noch nicht. So, das ist das hier. Das ist das hier. Oh, Jesus. Ziemlich mürbe. Und müde. Egal. Oh! Guck mal da. Haben wir das auch. I have a few references. So, habe ich irgendwelche Freeze? Yep. Perfekt. Und zum Geburtstag von Rosaria auch noch ein paar Gratis-Gegenstände. Quests. So, wo sind wir? Zwischen alten und neuen Gesichtern. Das kriegen wir hin. Oder? Sollten wir doch hinkriegen. Vielleicht geht es auch nur eine halbe Stunde oder so. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Auf jeden Fall will ich das Ganze dann komplett abschließen können. Abschließen wollen. So, damit es halt passt. Ich habe ja die ersten beiden Abschnitte davon gespielt und gestreamt. Und wenn ich jetzt den dritten nicht streamen würde, spielen würde, also spielen natürlich, aber nicht streamen würde, wäre es ja blöd. Daher werde ich gucken, dass ich das Ganze natürlich auch mit einem guten Abschluss beenden. So, wir sind hier in Liebe. Wie viel Primus habe ich jetzt aktuell? 66, okay, aber ich habe 2 Schicksale, alles klar. Die probieren wir gleich mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Komm schon. Nein. Und Favonius Großschwert. Really? Kannst nicht ein Char für mich geben? Mensch. Einmal was für Xiao. Xiao C2, glaube ich, oder? Warte. Warte. Wo habe ich Xiao? Auf was für einer Stufe? Habe ich Xiao überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Oder? Hatte ich Xiao nicht gedroppt? Nein. Aber wir haben ja auch noch die Möglichkeit für den Free Char, für den Free Pull. Muss ich mal gucken. Jedenfalls gehen wir jetzt erstmal uns an die
nächste Quest machen. Das ist hier. Perfekt. Gut. Oh, noch ein bisschen laden. So. Jetzt, probieren wir's. Bin gespannt, wie es wird. Wie es sich gegen Ende entwickelt. Ich habe, wie gesagt, auf jeden Fall Bock. Ich möchte dem Ganzen damit eine gute Abrundung geben. Wird auf jeden Fall nicht einfach. Oh, so that's how it is. Aha. Thanks for the suggestions, Oh, Mr. Zhongli. I have them all noted down. Xiangling. I've long heard that your Thank knowledge you. encompasses all Und things. den neuen. It is truly an honor to make your acquaintance. No need for formalities. I too feel humbled to be in the company of such talented young people. There are many things I could learn from you. Oh, you flatter us. Zhongyun. Oder Zhongjun? Ah. Zhongjun, denke ich. Ja. If it's possible, may I trouble you to provide a few words of guidance for my practices in exorcism? Zhongjun, der junge Mystiker Zhongjun, wurde in einen Clan von Exorzisten geboren. Oh, wow. Holy moly. Okay, Exorcism? I can't say I'm an expert in the hört ja gut field, an. but if you don't mind, we could start by discussing... Whoa, there's so many people here. Ooh. All we knew was that hotel invited Zhongli over. Paimon never thought we'd be meeting so many old friends. Da sind dann noch 2 Stühle frei, wenn ich das Right, richtig sehe. everyone? Likewise. Please take a seat. 3 Stühle, oder? 1, 2, 3, 4. Happy sind frei. Lantern Dann Rite. bleiben noch Are 3. you having fun? Me too. I've seen Guck mal. Xinyan perform before, but this is the first time I've watched something like this. I heard that the audience loved it too, and she's been receiving quite a lot of performance invitations lately. She's more busy than ever, and Yoonjin's gonna help her. Okay, die Synchronisation von den Stimmen und Yep, and they asked us to pass on their season's greetings to everyone. They hope we'll have a wonderful gathering. Wir werden das Schiff schon The schaukeln, performance denke ich. was spectacular indeed. However, it gave Xiangling a huge burst of inspiration, which in turn gave us a bit of a headache. Warum nicht? Us? Did Xiangling ask you to try out her dishes too? Okay, let's see. That, my friend, is beside the point. Watching you eat was enough for me. Come to think of it, I probably shouldn't have burdened Chongyun with eating my share too. Hold on, Xiangling came up with a new recipe? Let Paimon try! Typisch. See? Someone Paimon. here knows Immer how to nur encourage ans Essen people. denken, weißt du? Thanks, Paimon. Was heißt keine Ahnung? Kein Wunder, warum. Oh, and I have to thank Paimon's so Mr. rund ist. Zhongli too. He gave me lots of useful pointers that really drove it home for me. Oh, so that's what you were talking about before we arrived. Yes. Since we'll be dining together, the topic of our conversation naturally revolved around cooking. Xiangling's ideas are truly unconventional. Her choices in both ingredients and spices are comparable to a melody dancing on the tongue. My suggestions were nothing more than the icing on the cake. Oh, the two of you always deliver. Now I'm getting embarrassed. Anyway, I'll get everyone to have a taste after I've adjusted the recipe All right. based on Mr. Zhongli's advice. That sounds like it might become a little safer to eat. How about I sample the dishes next? Speaking of eating, Paimon feels like we're missing someone.
Oh, Huta was the one who invited us, but she's not here. Sind ja noch 3 Spiele frei. Where's Guoba? Oh, Guoba volunteered to help Dad at the restaurant. You know, lots of people come over to eat during Lantern Rite. Without Guoba helping out, I probably wouldn't have to accept Hu Tao's invitation. As for Hu Tao... The director went to collect a guest. She asked me to stay here and host you for the time being. Seems like it's almost time. Huh? Hu Tao went to fetch someone in person? Oh, that must mean they are super important. Could it be... Kuching? Ningguang? Or Captain Beto? She didn't clarify. And as her subordinate, I couldn't just pry into the details, could... Alright. Ta-da! We're here! Wen hast du da im Schlepptau? We're not late to the party, right? Right? Good thing the conqueror of demons and I are both as swift as the wind. And whoosh, we made it just in time. Oh, I see. So the important guest is the conqueror of demons. I've been looking forward to meeting you. The director didn't mention anything when she invited us. What a pleasant surprise. To convene here with all of you is indeed a great honor. Hallo Aline, willkommen im Stream. Dir auch noch was Frohes Neues. Oh, Rückblende. Bin mal gespannt, wie der letzte Abschnitt von dem Event sich gestaltet. Wird bestimmt interessant. Ich denke, bis 20 Uhr oder bis knapp 20 Uhr kriegen wir das alles geregelt. Kriegen wir das alles hin. Wird schon nicht so schwer sein, glaube ich. Auch wenn ich ein bisschen müde bin. Aber ich denke, diesmal ziehen wir das komplett durch. Ohne Pause, ohne Zwischenfälle. Wie gesagt, ich möchte einen It's almost Lantern Rite, yet you took all the trouble coming here. The director has a way of making it difficult to decline. Ich denke, wir machen mal die Audio. May I ask what troubles you? The director asked me to buy sesame oil in preparation for the celebrations. Then why would you come all the way to Wangshu Inn? I had a pleasant chat with Chef Yanxiao and received some spices from him. And, see? Here's some matsutake and a portion of ham. What about the sesame oil? It's a shame. I couldn't find the kind the director was looking for. Das war gerade eine gute Antwort. Einfach mal so random die Katze. Miau. Warum nicht? Warum nicht? So, bin mal gespannt. Oh, mir fällt gerade auf, wir haben mal wieder einen schwarzen Ladebildschirm. Ist auch mal was Tolles. Das Ganze blendet nicht so. Und schon sind alle weg. Oh. I'm sure you're exaggerating, Zhang. Sir. There he goes again. Enough with the pleasantries. Go let our guests take a seat. Everyone here today is well known in their own field and has probably heard about one another to some extent. Some of us are even old acquaintances, so there's no need to be this formal. I heard that the Conqueror of Demons and the Traveler are pretty close, no? Great! You two sit together. You should take a seat too, Director. Oh? Finally remembered me? When we arrived just now, the hosts at Xinyue Kiosk told me our dishes are almost ready. Perfect timing. Let's not wait any longer and ask them to bring out the food. Bin mal gespannt, was es Gutes zu futtern gibt. Paimon would have never guessed the person who Tao went to fetch was Xiao. Oh, that's also the first I've heard of the Traveler and Paimon being friends with the Conqueror of Demons. You know Xiao Chu? Knowing is a bit of an overstatement. I've always looked up to him. You might not know this, Paimon, but
We exorcists have worked in close collaboration with the Conqueror of Demons for many generations, dispelling evil together, both in the open and from the shadows. Hard to imagine that thanks to Hu Tao, I've finally gotten the chance to meet him. Conqueror of Demons, I'm honored to make your acquaintance. Likewise. It is a great honor indeed to have a chance to meet the legendary Conqueror of Demons. Chongyun has brought that name up quite a few times in the past. I remember you mentioning wanting him to understand the importance of exorcists. We know each other too. He helped try my dishes during the Masterful Chef's cook-off. I didn't think we'd have the chance to meet again. No anecdote, however, compares to meeting you in person. Whoa. Everyone's getting all wir machen formal das and ohne das polite all of a automatisch sudden. abspielen, denn irgendwie ist es Paimon doesn't know what she should ein say bisschen anymore. verpackt. Adeptus Shell, mighty conqueror of demons, please accept Paimon's greetings too. Belated Happy Lantern Rite. Paimon tried very hard to look for a fancy word, okay? Don't be too harsh on Paimon! There's no need to be so polite. You're right. This was meant to be a nice little get-together between friends after all. Too much formality kills the atmosphere. I didn't plan this gathering only for everyone to walk on eggshells. What's your true intention then? A little get-together between friends, sipping the finest tea and watching lanterns float into the sky, bidding farewell to the past and embracing the present with joy. And that is something our consultant would say. Indeed. Exceptional acting skills, Director. As for me, I'm just here to have fun and treat everyone to something good. We all worked really hard this year, whether traveling or guiding, cooking, helping with the family business, and of course, our consultant, who's been helping out at the parlor every now and then. Everyone has done some pretty amazing things. As the one who brought everyone together, it goes without saying that I'm the one most deserving of praise. Huh? Sounds kinda self-important, but... It wasn't as complicated as you think. Alright. Und wieder eine Rückblende. Nice. Bin ich mal gespannt. Na komm. Stunde habe ich noch Zeit. Aha. Mal gucken, ob wir das alles dann unter Dach und Fach kriegen. Auch Okay, gotcha. Thanks, boss lady. die kleinen Nebenmissionen. It's not boss lady, just boss. And there she goes. What a lively girl. Conqueror of Demons, Adeptus Shao. Guardian of Wangshu Inn, hero of Dihua Marsh. I know you're there. Quiet. Do not Sorry, but you wouldn't show up if I didn't yell your name, would you? I know you. You're the 77th director of Wangsheng Funeral Parlor. Is there something you need? Alright. Immer wieder so ein paar kleine Rückblenden. Das hat doch was. Wenn das einfach nur so eine sequenzierte Abschlussmission ist mit Rückblenden und Gesprächsparts, ist doch auch gut. Mal gespannt. That does sound like one of Hu Tao's antics. Did the Conqueror of Demons agree to come so that Hu Tao would stop pestering him? There might be other reasons. Smart guess. Huh? There's more to it? It gets pretty boring from here on. I talked about the funeral parlor's past relationships with the guardian yakshas. You know,
just to be sociable. In the time of the Archon War, disputes were frequent, and disaster overtook the land. Humans couldn't escape from the torment of the plague, nor could they escape death. The Adepti vanquished the demons, the Millelith fought valiantly, and Wangsheng Funeral Parlor was responsible for purifying the diseased and that is how the border between life and death was maintained during the war. And it effectively prevented further incidents from happening. That's right. 1 point for the consultant. But despite our deep-rooted connection, it still took me quite a while to actually convince him. You know him pretty well, huh? Yep. This matter is out of my control. True, but I've kept that in mind too. That's why everyone here today is in one way or another acquainted with elemental power. Besides, it'll only be for a short while as we dine together. There won't be any lasting consequences. But I didn't expect there to be so many people. Typisch Xiao. There's no need to worry, Conqueror of Demons. We're not feeling anything unusual so far. Our young exorcist over here is protected by his pure yang energy. That's not the same. And did you just toss your carrots into my bowl? Hey! Huh? What? I'm siding with Chongyun. I saw that too. You're lucky Guoba isn't here today. He hates seeing people being picky with their food. Huh? Guoba would do that? Is he that uncompromising? But now that I think of it, Xianglin told me that Guoba used to be the stove god. Oh. It sounds like you've heard the rumors. I'm doing fine. Not long ago, before Lantern Rite, I met an old friend. Thanks to his help, things have been a lot more stable than before. You should know him. He's... Seeds of story. Oh. And cultivated by time. Did Paimon just unconsciously complete that saying? That voice. Could it be? If I'm not mistaken, don't just sit there, Zhongli. Go welcome our guest in. No such Bin mal need. gespannt, wer jetzt I'm kommt. coming in. Ist es Bennett? Warte mal, war die Stimme Bennett? Nein. Wait. You finally let me in. Hello, hello. No matter if we've met before or not, this moment marks a brand new encounter. Old friends and new, happy Lantern Rite. Venti! Oh, it's the tone-deaf bard. Barbados. He seems to carry a valiant breeze wherever he goes. Fate has brought us together, so come on, take a seat. And This young lady here is as bright as a fresh bouquet of flowers. Whoa, these dishes look amazing. Huh, it's you. Oh, isn't this Genu? Genu? Yep. Now that I've taken a closer look, I met Xingqiu at a light novel convention. How I wish we'd met sooner. I never expected that there'd be another person in this world who could interpret. Venti, you're being too humble. Considering your poetic talent, your fundamentals are way more impressive. Could this new guest be Master Xingqiu's friend? Yeah! Xiao, you remember me too, right? Yes, yes. Monsters become more active than usual as we get closer to Lantern Rite. I was patrolling Dihua Marsh a few days ago, when I happened to... You've already forgotten? And bards go around singing wherever they like. Oh, right. And this bard was performing in Dihua Marsh. It was a moving melody. Thank you for your patronage. I understand now, too. I'm Zhongli, currently working at the Wangsheng Funeral Parlor. And I'm his boss. Oh, and if there's anything unsatisfactory, let me know anytime. That's very considerate of you. Oh? No wonder. Only a boss as savvy and reliable as you would be able to hire such an impressive consultant.
Oh, you're too nice, Venti. Sis. Not to brag, but our consultant truly is impressive. His knowledge extends across the stars and the land, and there's nothing throughout history that he doesn't know. From the sophisticated way he speaks, it's hard not to suspect that he could very well be an adeptus in disguise. Shao, you're an adeptus. Sorry. I'm only good at conquering demons. Really? But Paimon thinks you're super knowledgeable. Huh? Oh, right! Xiao's a warrior! He doesn't come to the city very often, so it's, Really? I've actually heard a few things about Mr. Zhongli, but the guests in the tavern talked about this refined and courteous man who, instead of having wine at Mondstadt's finest tavern, ordered a cup of hot tea. Now that you mention it, I seem to recall that there indeed is a musician like yourself in Mondstadt. I've heard that he's elegant and amiable, his works witty and vibrant. It's no overstatement to regard him as the best bard in Mondstadt. Now you're making me embarrassed. I would say that Mondstadt's poetry is a little run-of-the-mill. There's one I heard a while back that went, "The old house is renewed." The meaning's there, but the word choices are unimaginative, and there's a distinct lack of I think so too. If I were to give it a go, I'd make it an old melon on a vine, a new flower that grows fine. Oh, good one! It feels unique and has a nice ring to it. You have great taste, Venti. I was right about you. Of course, of course. Hey, Shincho! Mind lending me a few books when we get back? Pick out some Shinjo. well-written ones! Nicht Xingqiu. I don't Alright. know if it's my own lack of literary versuchen wir es zu knowledge, vermerken. but I couldn't tell the difference between those two. I don't think it's your fault. Changyun's right. It's not our fault. Oh, you have a point. But speaking of, why is the Tone Deaf Bard? I heard that Liue will be hosting a Lantern Rite music festival this year. Getting to know other musical styles is essential to sparking inspiration, don't you think? As for the Fontaine friend who hosted the festival, I saw him near Stone Gate the other day. The Iridescence tour has finally been held successfully for once, so don't think anything of it. By the way, I was watching as you entered Shinyue Kiosk, but no one seemed to notice me. Should I say that it's because I'm an expert in hiding, or that Whenever Lantern Rite comes around, Liyue Harbor becomes bustling with activity. People are all busy watching the lanterns and strolling around the shops, and they might just go travel somewhere on a whim. The festival is in full swing and proceeding smoothly, and we're all gathered here with friends, new and old. This is no doubt a wonderful occasion worth celebrating. To come together with all of you at the beginning of the year, one can't help but be filled with joy. In a moment like this, I propose we raise a glass together. In my case, tea in lieu of wine. Very well said, Mr. Zhongli. Now I'm getting a little self-conscious. I didn't cause you too much trouble barging in like that, did I? We usually drink wine during occasions like this over in Mondstadt, but since Mr. Zhongli insists on drinking tea, You're welcome. As the host of this gathering, I hope everyone enjoys the food and drink. Considering that everyone may have other matters to attend to later, sticking to tea All of a sudden, they started proposing toasts! Should... What's with the urgency? Have you two finished eating? It's always nice to have a breath of fresh air after a meal. Paimon will come too. Yeah? Okay then. Don't... Alright. Okay, let's see. So, gucken wir mal. Eine Stunde haben wir noch knapp. Vielleicht wird's ja was. Hab keine Ahnung.
hoffentlich geht das auch relativ fix. Wie gesagt, ich habe Lust, das Event zu beenden. Auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen anstrengend wird und lange dauert. Aber wir werden es schon hinkriegen, denke ich. Hoffe ich, glaube ich. So. Ein paar Cutscenes werden wir wohl überspringen müssen. Beziehungsweise so ein paar Sprecheinheiten. Geht ja nicht anders. Are you all right? It's hard to describe. Hart verpixelt. It's not that. Ah, langsam wird's besser. There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. The Adepti all have their specialties, making most of them proud and arrogant. Everything they say is straight from the heart. But this time... That's not what I meant. Or perhaps I should say Rex Lapis is really good at adapting to human life. And that's something I might never be able to do. That does sound like something you would say. No matter. I know my circumstances. Whenever I think of the ordinary conversations I've had with you, it feels... strangely novel. Yes. The parlor director went out of her way with the invitation, so it was difficult to turn her down. She told me that all the guests today would be acquainted with elemental power. But I didn't expect the other guests to be. General Capisis always said that we should live in the present and enjoy every pleasant surprise. Yep. But I think he meant designing clothes for those around him. The clothes were intricately designed, but inconvenient to wear. Rex Lapis did like his designs and even collected quite a few. I never saw him wear this during the war. I didn't expect him to start wearing it later. Oh, here you are. I'm not intruding, right? You're not. What is it? Hu Tao saw that everyone's done eating and asked the staff to bring out the desserts. Paimon got so anxious that you weren't back yet that she scarfed down her dessert without the usual slurping and munching. To be honest, I was kind of worried too. You looked a little restless just now, and I thought you weren't used to the food here and was planning to head back to Wangshu Inn for something Yanchao made. You're worrying too much. Why would I? Anyway, let's head back. Please wait! There's another reason why I came looking for you. Here, take these. I brought... Almond tofu? Yup. Ooh, Mandeltofu. Since the Masterful Chef's competition, I heard him say that the esteemed guest on the roof loves nothing more than a good plate of almond tofu. I'll be honest, before Hu Tao invited everyone, she secretly came looking for me, told me about the guest she planned to invite, and asked me for some suggestions on what she should order. So I made a few servings of almond tofu for you guys in advance. Take them as a token of gratitude for your... When I told Guoba that I was making these for... Thank you for the trouble. I'll take them. You're welcome. Oh, the almond tofu I made probably tastes and feels a little different from the type... Okay. That's all. Alrighty, we should head back now. Alright. Und wieder rein. Ich glaube, das wird sich doch ein bisschen länger ziehen. Na, mal gucken. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall Lust. Will das durchziehen. Kriegen wir hin. Eine Stunde haben wir noch. Passt doch. You're finally done whispering secrets to each other? So much for promising Paimon you'll be back soon. How could you say that to Paimon? In that case, besides having no sense of time, Paimon will let you know what having no sense of fullness looks. Your dessert is all Paimon's. Sorry to keep everyone waiting. No worries, we're all just chatting here.
There's no serious business to take. Whether we're chatting outside or inside, it's all the same. Paimon's too busy eating to talk to you. But even though we're all well acquainted by now, I think this festive gathering deserves something ceremonious. Oh? Is this... No. Oh. This is something I made up so that good luck will be on our side. Spontaneity is the best choice to make here. It's been lit for so long now that the incense is running out. I'll leave refilling and lighting the incense to the most distinguished guest among us. Lighting the incense will signify continuous growth and... I see. Perfect symbolism. And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. Zhongli. I'm not very familiar with the details of his past deeds, but chatting with him has been a real eye. If knowledge were a form of power, one could even say that you're a wielder of unlimited strength. But when it comes to having a way with words, the notable bard is certainly one cut above the rest. I just happen to have a good memory. It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent. Since we all get to nominate someone... Jetzt kommt's. I think it's only fair that we let the parlor director light the incense. Huh? That won't do. We are looking for the most distinguished guest here. Now that we've enjoyed this table full of delicacies, how about we let our one... Is this really the way... It's not a big deal. Just look at her. Xiangling, the disciple of an adeptus, the stove god's best companion, the winner of the Masterful Chef's competition, the only heir of the famous One Mean restaurant, a good old friend of mine. There's no bit... Why does Paimon feel like we're back at... Please stop! If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feiyun Commerce Guild counts. It's one of the largest commerce guilds in Liyue. Huh? Don't get... Oh, not a bad choice. With the Jetzt wird Commerce jeder Guild's young irgendeiner, master oder lighting wie? the incense. That's not how it works. Making a fortune is indeed a fine wish, which means we should choose Chongyun, the skilled exorcist who... Huh? I can't be the one when we have the Conqueror of Demons. Adeptus Xiao has the most seniority among everyone here today. I refuse. I am most certainly not the most distinct. You should all be able to make the right judgment based on your One person here is well acquainted with everyone else. Ah, das war ja klar. Oh, that's right. Even though you're always mocking Paimon, you're still pretty popular with other people. No, wait! Paimon said she wouldn't talk to you again. Huh? Who else is there? Huh? Huh? Does that mean Paimon's the most distinguished guest? Oh, well, that... I agree. Paimon's just the one... Without a friend constantly by your side, alone... But once you have someone there to brighten up the atmosphere... Ah. The traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. But with Paimon plays an indispensable role. You guys... Paimon's not used to being praised like that. Those were genuine compliments. Right? Thank you. You made Paimon wait for a long time, but... Don't take everything to heart, Paimon. Friends tease each other. That is... That means Paimon is as important to the traveler as Guoba is to me. Looks like we've come to an agreement. Any object... I trust the traveler's judgment. Then Paimon it is. And now, Nice. the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend, Paimon, will be refilling and lighting the incense for us. Here you go. Aw. Take the match and... Süß. Richtig süß. Das war richtig süß, Ein paar Sachen haben wir übersprungen, ein paar Sprecheinheiten, aber das passt.
So, let's see. Was kommt nun? Langer Blackscreen. Na komm, was ist? Hoffentlich hat sich das Spiel jetzt nicht aufgehangen. Das wäre jetzt echt dumm. Ah, also. It's getting late. Yep, the tea was amazing. You don't have to go all polite on me. It's dark out, so I'm going to accompany Xiangling, Xingqiu, and Changyin back. No need. I'm headed towards the harbor to meet a friend on the ship. I think you know the place I'm talking about. Come meet. It was great getting to know you all. Bye. Oh, we should write poetry together sometime. Süß. We'll catch you all later then. Bin ich mal gespannt. Don't forget to return to the parlor later. There's something I need you to do. Understood. See you later. Well then. Rex Lapis. Just Zhongli will do. I live as a mortal in Liu Harbor Immer so now. bescheiden, der I am Sonne. just one among many who begin work at sunrise and retire to rest at sundown. If we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as Adeptus Shao. Heaven forbid. Not you two. I meant what I said. I heard that during the Lantern Rite Music Festival you conferred with Streetward Rambler and Cloud Retainer. The same truth will sound different coming from different people. As more, I once had a pleasant chat about the past and present with a Sumeru scholar named... From the evidence she found and the conclusion she made. But there are multiple sides to humans. In the legends recorded by humans, some gods were depicted as arrogant and... But whether to me, Streetward Rambler, Cloud Retainer, or younger adepti such as Shao and Ganyu, this was as true back then as it is right now. Just how Shao may seem unapproachable to most, but the Traveler has proved otherwise. So there's no need to dwell too much on certain things. I mean, Zhongli, what you're saying is... It looks like you understood what I meant. Ah. The director asked me to accompany you on your Immer return, so bescheiden. but Sehr gut. I don't think you'll need my protection. After that, it'll be time for me to go back and meet up with the director. Goodbye for now. Goodbye, Zhongli. Bye, Xiangli. Everyone's gone now. Paimon always feels a little empty inside when a lively celebration ends. But at least you always stay by Paimon's side. No. Paimon got it mixed up. Paimon, the best in... Good that you were aware of that. Shell, is there anything else you want to do? We could take you on a tour of Liyue Harbor. No need. I've stayed here for much longer than I had expected. The city lights are a fine sight. The events of today occurred so abruptly. Okay, I'll see you next... Boom. Und da ist er weg. So. Was nu? Verabschiede dich von allen. Auftrag abgeschlossen. Das war's schon? Kommt da noch was? Das war's schon? Oh. Alright. Das war wirklich kurz. Gut. Dann würde ich ja mal sagen... Warte. Den Trupp ein bisschen anpassen. Give me a second. Machen wir mal Cookie weg. Und nehmen uns Nahida mit. Time to broaden our horizons again.
Hey Undertaker, willkommen im Stream. Osmanthus wine tastes Diesmal the bist du same as sogar I ein bisschen remember. pünktlicher als beim letzten Mal. Ich habe noch But where are bis those who circa share kurz vor the 20 memory? Uhr Zeit. Ich habe jetzt ein Stück weit die Event-Mission abgeschlossen, denke ich. Ich muss mal gucken. Gibt es da noch einen letzten Teil? Ich weiß es gar nicht. Ah, okay. Anekdoten. Ja gut, das habe ich abgeschlossen. Jetzt machen wir uns noch an die kleinen Nebendinger hier. Und bringen dann damit das Ganze fest zu einem relativen Abschluss. Beim nächsten Mal werden wir natürlich die Missionen noch fertig machen, die gelockt sind. Die kommen erst in 8 Stunden, also morgen. Ich denke, dann werde ich wahrscheinlich übermorgen nochmal den Rest weiter streamen, also den Abschluss der ganzen jetzt noch geschlossenen Missionen. Mal gucken. So, hier. Zur Herausforderung. Ich denke, das machen wir noch. Bis 20 Uhr haben wir ja Zeit. Das kriegen wir locker hin. So. Bibidi babidi bum. Gucken wir mal. Ich denke, das wird funktionieren. Hoffe ich. Glaube ich. Schlecht wäre es nicht. So, lass mal gucken. Irgendwie haben wir auch Musikbacke, oder? Oder bin ich jetzt blöde? Ich habe das Gefühl, dass wir die ganze Boats are Zeit made for nicht transferring wirklich commodities back and Musik forth. dabei gehabt And haben. those that come across Leo tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Müssen wir mal gucken. So, warte, wo sind wir? Hier sind wir. Hier müssen wir, das ist hier unten. Right? Hier? Hm? Wait. Hier? Ah, hier. Da ist es. Aha. So. Gib mir eine Sekunde, ich muss gerade noch mal was vom Stream-Chat wieder prüfen. Probieren wir es. Alright. Alright, let's do it. Zack. Zack, zack, zack. Sollten wir doch hinkriegen. Wo geht's jetzt hin? Zack. Zack. Aha. Oh nein. Feeling a little... Das war ein bisschen blöde. Da hätte ich abbremsen müssen. Ist doch nicht so gut mit der Höhe runterzufallen. Das war ein bisschen doof. Wo jetzt? Ah, hier. Anspruchsvoll. Finde ich cool. Und jetzt? Hier hin. Zack. 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 Komm, das kriegen wir hin. Das ist doch ein Kinderspiel, oder? Und? Haben wir's? F. 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 Das ist eine längere Tour. Wird doch aber klappen, oder? Und wir haben es, oder? Zwar nicht in passender Zeit, weil ich ein paar Sekunden eingebüßt habe, aber das ist doch... Ich wollte gerade sagen, nur Bronze kann doch nicht sein. Hier, Gold, ne? So, das haben wir. Gut. Kurzes Check-up. Hat's gereicht? Für alle drei? Ich hoffe doch. Ja. Sehr schön. So, als nächstes widmen wir uns der Theatervorstellung.
Das wird dann natürlich wieder eine Herausforderung. Die machen wir aber zuerst, weil die wahrscheinlich ein bisschen länger dauert. Allerdings habe ich die Möglichkeit, mir ja Unterstützung zu holen, beziehungsweise einen Lösungsweg. Gucken wir mal. So, let's see. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben einen Soundbug. Ich höre nämlich keine Ingame-Melodie. Oder ich habe es nicht mitgekriegt. Wait. Ich habe hier noch einen kleinen Fehler entdeckt, gerade auf der Minimap. Ich muss... Wo ist es? Wo war es? Hier. Hä? Ah, hier. Markierung nicht mehr verfolgen. Gut, dann gehen wir mal zur Theateraufführung. Hier richtig? Ja, da vorne. Zip, zip. Wir beleben aber auch mal Zombie wieder. Wäre blöd, wenn nicht, ne? So. Kriegen wir hin, komm schon. Herausforderung starten, natürlich. Gut. Oh, Wind. Ah, das ist interessant. Interesting. Hier. Hier hin. Du hier hin. Jetzt lauf bloß nicht in die falsche Richtung, ich sag dir. Ich muss das kurz noch mal ein bisschen ändern. Dass er andersrum läuft, denn wenn er andersrum läuft, kann ich das picken. Nein, 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 nein. Verdammt. Neu starten. Ach, miese Kiste. Soweit ganz gut. Ist zwar ein bisschen anstrengend, aber... Es wird. Es wird. So ist es nicht. So. Das hier hin. Nein. Schon wieder der falsche Turn. Jetzt haben wir es aber richtig, oder? Zip, zip. Jetzt. Haha. Na also. Soweit läuft sie ganz gut. Sie ist anstrengend, aber es ist gut. Nächste Szene. So. Gut, wie stellen wir das an? Ich muss hier hoch. Muss dann den Windkanal benutzen. Okay, wait. Jetzt. Jetzt müssten wir es haben. Oh. So ist das also. Okay. Nein. Okay, wait. Du musst hier drauf. Gut, dann müssen wir... Nein! Ah. Verdammt. Okay, wir brauchen... Das muss hier hin. Das muss dahin, der muss auf den Knopf. Machen wir es so. Machen wir es mit Unterstützung, sonst dauert das ein bisschen zu lange. So, erst das Knöpfchen, dann du und du.
Nein, schon wieder blöd gelaufen. Jetzt müsste es richtig sein. Jetzt geht er über den Knopf. Geht er drauf. Dann da hoch. Aber irgendwie... Oh. Okay. Gut. Anstrengendes Ding. Nächste Szene. So, wie ist die? Wie mache ich das? Warte mal. Hier, das muss... Ne, warte. Stopp. Das muss hier hin. Du musst auf den Knopf. Du musst dann hier hin. Nein. Shit. Nein. Das wird so nix. Verdammt. Ach, ich kann hier das auch wechseln. Oh. Oh. Keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Nein. Okay, das muss hier hin. Dann muss das hier runter. Das muss dahin. Das muss hier hin. Ich brauche Unterstützung. Das wird sonst eine Katastrophe. Er muss auf den Knopf. Das Ding muss hier hin. Nein, stopp. Das Ding muss hier hin. So. Dann müssten wir, wenn er oben ist, das hier und das hier wechseln. Dann fliegt er rüber und kommt an die Kiste. Gut. Hepp. Und tada! Nice. Vorstellung beenden. Die nächsten 3 kommen erst in 8 Stunden, das ist gut. So. Dann haben wir das schon mal. Als nächstes. Details. Das haben wir noch nicht, oder? Right? Müssen wir wieder aufs Boot. Gut, dann machen wir das. Kriegen wir hin. Denke ich. So. Let's see. Anstrengender als ich gedacht habe. Wir beeilen uns besser. Ich habe nicht mehr viel Zeit, also wissen wir das ja. Was machen die beiden denn hier? Vinci und Casual. Ist das gewollt? This is facing the sea, breed. Kazuha, how? With your level of art, but I'm afraid the sailors aboard are not the most versed in the arts. They probably wouldn't understand the deeper meaning your poetry. Casual ist aber auch so. You can't say that for sure. Poetry is spur of the moment creations. Speaking of ships. Could you tell your captain that my height says nothing of my age? How often does one get to enjoy a seafood feast on a ship? There's not much I can... It's not because Captain Beto's not on the ship right now, but because even I have to sit in the no-drinking zone every... But I don't get drunk after... Das war gut. Gut, okay. Herausforderung starten. Machen wir den Solo oder machen wir den mehrfach?
Ich denke, wir machen den mehrfach. Komm, kriegen wir hin. Sag mal. What in the world do those symbols really mean? So, dann machen wir das fix. Wir haben noch die Punkte, machen noch die andere und dann haben wir es für heute eigentlich geschafft. Sogar noch in der Zeit, wie ich das sehe. Das passt doch. Ein 1,5 Stunden Stream ist doch ganz okay. Es muss ja nicht immer 2, 3, 4 Stunden sein. Oh, wieder das. Ah. Na, klasse. Das kann ja nur lustig werden. Okay. Let's see. Das sind Coins, das sind Punkte. Magnet ist gut. Das ist weniger gut. Wo sind die Coins? Wo sind die Coins? Das sind die Coins. Ja, genau das wollte ich. Das wollte ich weniger. Ich habe nur noch ein Leben, das ist nicht gut. Aber ich komme vorwärts. Nein, ich bin tot. Meine Coins sind weg. Nein! Verdammt. Jetzt 30. Schade. Aber ich scheine Fortschritt zu machen. Ich habe nur noch ein Leben, das ist nicht so toll. Aber immerhin die Gratis-Coins sind okay. Ich bin tot. Mies. Schon lass mich nicht hängen. Ich muss ja nicht hängen. Schon. Gut, immerhin bin ich knapp dabei. Also knapp gut dabei. 119. Ja, schieb mich da rein, das ist okay. Nein, meine ganzen Punkte sind weg. Schon wieder. Das war frech. Das war echt gemein. Ich hatte so viele Punkte gefahren. Nein! Ich brauche noch mehr Punkte, das war nichts. Okay, 1000, okay, das ist doch ganz annehmbar. Dann haben wir schon mal das nächste Limit erreicht von 4000. Das ist ja das, was wir geplant hatten. Die Punkte voll zu kriegen. Schade, dass ich so viele Punkte verloren habe. Das war ziemlich blöder. Da hätte ich mehr aufpassen müssen. Aber ist nicht so wild. Spaß macht's trotzdem. Auch wenn man nicht immer vorne liegen kann. Ich müsste jetzt genug Punkte haben, um alle 3 Dinge abgeschlossen zu haben. Hoffe ich. Das muss doch gereicht haben, oder? Um den Abschnitt schon mal fertig zu kriegen. 4500 Punkte, aber... Ja, okay, gut. Kommt hin, kommt hin, kommt hin. Ja, passt, 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 passt. Namenlose Helden. Da müssen wir wieder hier hin.
das machen wir fix und dann sind wir auch schon wieder fertig für heute. Es hat doch Spaß gemacht bisher. Wir haben den letzten Event-Teil gemacht. Jetzt machen wir uns noch an die letzte Mission. Vielleicht kommt hier noch ein kleines Quick-Event dazwischen. Sollten wir eigentlich fertig bringen, oder? Ich weiß nicht, was dagegen spricht. Jetzt haben wir wieder einen weißen Ladebildschirm. Schade. Ich finde die dunkleren besser, auch für die Augen. Ist es schonender. Ah, wir haben wieder Ingame-Melodie. Ich muss aber auch mal Songli kurz ein bisschen hochheilen. Den brauchen wir ja. Ist ja unser Tank. Ah. Dann nehmen wir den hier noch mit. Ich denke den hier und den. Warte mal, was haben wir hier? Oh! Das habe ich gar nicht gedacht. Hier. Guck mal da. 800 Punkte. Und wir könnten uns einen Charakter aussuchen. Nur welchen ist die Frage. Sie habe ich gezogen, das weiß ich. Beide habe ich komplett oben, das weiß ich. Xiangling nicht. Warte mal. Ningguang habe ich eigentlich auch schon relativ oben. Wartet mal, lasst uns mal ganz kurz gucken. Wen haben wir? Ich habe hier auch noch was gekriegt. Das ist gut. Okay, let's see. Chars. Wir müssen mal die Figurenwahl durchgehen. Xiangling ist... Nein, nicht Qualität. Das ist blöd. Hier, so. Xiangling ist C4, okay. Ningguang hat noch nichts? What? Wait a minute. Flächenschaden, alright, gut. Hier haben wir C3, hier haben wir C5. Schrecken des Bösen. Warte mal. Irgendeine von Blitzbrecher den Elektrowiderstand von Gegnern 15%. Okay. Sie haben wir C1. Sie haben wir noch nichts. Okay. Ihn haben wir C1. Ah, mein Ito. Die Sahne-Schnitte. So, wen hat man noch? Die anderen beiden hat man nicht. Dann hier. Hier haben wir C1. 100%. Schickes Ding. Sie haben wir C3. Okay, jetzt ist die Frage, wen nehmen wir? Xiangling könnten wir C6 machen, oder? Nee, warte mal. Warte, Xiangling hab ich doch. Hab ich Xiangling C6? Sie haben wir C5, das weiß ich. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Warte mal, Xiangling. Ich muss nochmal gucken. Xiangling haben wir C4 nur. Goba Erscheiner auf 15.
hoch haben wir Goba? Goba ist... Wo ist Goba? Goba erscheinen ist auf 5. Ich meine, mit Xiangling kann ich auch umgehen. Und ich spiele sie auch gerne. Ja komm, wir machen Xiangling. Kann. Gehopst wie gesprungen, wir nehmen Xiangling. Was soll's. Dann haben wir sie wenigstens. Wir nehmen Xiangling. Boom! Aha! Da haben wir schon mal Xiangling. Kann ich noch mehr einladen? Das wäre jetzt witzig. Nein, kann ich nicht. Schade. Aber cool, wir haben Xiangling jetzt C6 dann aktuell. Sternbild, ne, 5, Entschuldigung. Oh, Goba sauer. So, wo ist er dann aktuell? Auf 8? Oh. Schön. Wir könnten die aber auch mal ein bisschen hochstufen, sehe ich gerade. Zumindest den Speerangriff hochzustufen wäre eigentlich ganz gut. Hier, das ist... Der Wirbel ist ganz okay, aber dass sie mehr Damage macht. Ja komm, das macht. Jetzt fehlt mir hier die Kralle. Klaue des Ostwinds. Hab ich die nicht? Kann ich die eigentlich noch hochstufen? Nein. Okay, dann haben wir das. Dann haben wir aber noch, sehe ich gerade, Händler. Wir holen uns das Schicksal und versuchen nochmal unser Glück. Und... Boom. Schade. Aber jetzt, komm. Das ist doch nicht zu glauben. Nein, okay. Gut. Was sagt die Zeit? Kriegen wir hin? Ja, kriegen wir hin. Nein, 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 nein. Obwohl, wir können mal Xiangling ausprobieren. Jetzt, wo ich drüber Gather! The Temple of Wisdom! Committed to memory! Terra Smash! Stabilize! Yeah! Put to dust! Order guide you! Zombies Ulti. Dann nochmal nachgeladen. Gather! Oh, wir haben's. Cool. Hier was, ne? Hier, ne? Let's play prelude. Nice and spicy! Out of the frying pan, into the fire! Xiangling, hau rein! Race you! Schönes Ding. Warte. Grow, grow, grow! Ach, da bist Boba, get them! du. Ah. Neue Gegnerwelle kommt. Ist aber kein Problem für uns. Sharing my knowledge! Yeah. You're toast! Nice and spicy! Ich will das noch nicht. Terra Smash! Crumble! Ulti. This is order! Oh. Boom. Gut. Auf geht's. Ziehen wir durch. Oh. Okay. Zip, 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 zip. Ich wollte gerade schon sagen. Hier ist das nächste.
Den machen wir oben mit. Solidify! This way, Turtle. Der Damage. Ah, schön. Terra Smash! I will have order! Oh mein Gott. 30.000. 30.000. Da haben wir. Was ist das nächste? Geh hoch. Hier. Zip, 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 zip und zip. Wo sind sie? Wo sind sie? Na komm. Hallo. Ich will kloppen. Wenn die jetzt ganz unter mir sind, dann wäre das fies. Alle hier. Da sind sie doch. Sucker for a looking for trouble! Quick! Stabilize! Dann The Temple of Wisdom. This way, Turtle. Janine, haut rein! Was hat denn los? Holy moly! Janine, voll egal. That's following orders. Order guide you. Bau. Solidify! Committed to memory. Out of the frying pan, into the fire. Hammer. Nice. Oh, so viel Loot. Haben wir es komplett? Das ist doch mal was. Wir sollten es jetzt komplett haben, denke ich. Und beim nächsten Mal machen wir den Rest. Und dann haben wir auch die 1000 Punkte zusammen. Wir sind jetzt bei aktuell, warte, 915. Ja, das sollte reichen, denke ich. Das sollte reichen, finde ich. Also, um es komplett auf die 1000 zu bringen, Entschuldigung. Für einen neuen Drop reicht es leider noch nicht, das ist schade. Ich könnte zwar jetzt noch ein bisschen farmen, aber ich habe da leider keine Zeit mehr so ein paar Primos farmen, aber das gestaltet sich eher schwierig. Wir können eins noch machen, wenn wir schon mal hier sind. Und geben mal die gesammelten Dendrocoli ab. Zip. 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 Gandharva. So, die geben wir mal ab. Hier oben. Hallöchen. Zimmerservice. Nicht erschrecken, Entschuldigung. So, die beiden geben wir ab. 3 sogar. Oh, schön. Da würden wir 60 Primers kriegen, wenn ich das jetzt voll gemacht hätte, aber das ist nicht so viel. Da. Haben wir sonst noch was? Ich denke, wir müssen wahrscheinlich wieder dann nach Liebe. Das nächste Mal. Hier kommen ja noch neue Missionen hinzu. So. Dann würde ich sagen, reisen wir schnell nach Liebe, um uns für das nächste Mal vorzubereiten. Bibidi babidi bum. War doch ganz cool. Hat mir gefallen. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Auch wenn es beim Bootfahren nicht so funktioniert hat, wie ich gedacht habe. Aber es war doch eigentlich
wieder recht amüsant. Die Story, die wir abschließen wollten, haben wir abgeschlossen. Wir haben ein paar Züge gemacht, wir haben uns Xiangling C5 geholt. Ist doch ganz cool. Die Eco ist immer noch da, also ist es noch nicht ganz vorbei. Ich denke, da kommt vielleicht noch was, so ein kleines Secret oder so. Es war auf jeden Fall wieder ganz schick, ganz lustig. Mir hat es gefallen. So, und an dieser Stelle, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und bis dahin, bis dann, bis zum nächsten Stream.